Die Polizei war auf der Suche nach einem Mordverdächtigen. Am Abend des 13. April 2026 geriet der Verdächtige schließlich ins Visier der Polizei. In dem Moment, als der Beamte sich dem Fahrzeug von hinten näherte, um es anzuhalten, trat der Verdächtige plötzlich aufs Gaspedal und setzte zur Flucht an. Die Bilder, die Sekunde für Sekunde auf der Dashcam zu sehen waren, zeigten, wie der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit durch enge Gassen raste und über einen Bahnübergang flog. Der eigentliche Grund für seine Flucht war nicht nur die Mordanklage gegen ihn, sondern auch eine unregistrierte Pistole, verstreute Patronen und verbotene Substanzen, die sich im Fahrzeug befanden. Gegen Ende der etwa 5-minütigen Verfolgungsjagd griffen die Polizisten koordiniert in das Fahrzeug ein. Das Fahrzeug, dessen linkes Hinterrad schwer beschädigt war, schleuderte über die Straße und setzte seine Flucht fort. Doch kurz darauf verlor es die Kontrolle und musste anhalten. Der 47-jährige Fahrer ergab sich der Polizei ohne Widerstand. Nachdem er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde er direkt in das Gefängnis von Montgomery County überführt. Nun erwarten ihn schwerwiegende Anklagen, die weitaus komplexere Akten und eine ernsthafte rechtliche Vertretung erfordern als ein gewöhnliches Versicherungsschadensverfahren. Als die Polizei einen einfachen Verstoß gegen die Gurtpflicht bemerkte, kam es zu einem regelrechten Chaos. Polizist Tiller wollte den Fahrer eines grauen Honda Accord anhalten, als er während seiner Streife bemerkte, dass dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Ist das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts wirklich das einzige Problem?
Arkansas, Boy Lincoln, Laurel 42 Adam, BLN 428. 1037. Speed's 45. White, almost no traffic. Black male white T-shirt. Der eigentliche Grund für die Flucht war eine verbotene Substanz, die sich im Auto befand. In den Polizeiberichten wird erwähnt, dass diese verbotene Substanz in einer Tüte aus dem Fenster geworfen wurde. Der Fahrer provozierte auf den Straßen geradezu einen Unfall. Er glaubte, er könne entkommen, indem er Stoppschilder und Ampeln ignorierte. Throwing marijuana out the window. 21st and counting. Blew the red light at 24. Northbound at 29. His speeds are probably over 38, running on foot at Arkansas. Der Verdächtige, der in einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 48 km pro Stunde mit 128 km pro Stunde unterwegs war, verursachte an einer Kreuzung einen schweren Unfall. Die Flucht endete mit einem Auffahrunfall, an dem 3 Fahrzeuge beteiligt waren. Moore, der aus dem völlig zerstörten Fahrzeug sprang und zu Fuß zu fliehen versuchte, wurde, nachdem er ein bewaldetes Gebiet und den Parkplatz einer Bank durchquert hatte, von der Polizei mit vorgehaltener Waffe überwältigt. Dass er selbst bei seiner Festnahme noch versuchte, weitere verbotene Substanzen wegzuwerfen, machte seine Chancen auf eine rechtliche Verteidigung zunichte. Nach dem Vorfall kam es zu erheblichen Sachschäden und Personenschäden bei unschuldigen Bürgern, während der Fahrzeughalter angab, sein Auto sei ohne Erlaubnis entwendet worden, was zu einer schweren Versicherungskrise und einer Vermögensschutzkrise führte. Moore, der glaubte, das System austricksen zu können, indem er seinen Sicherheitsgurt hinter dem Sitz befestigte, wird nun wegen schwerer Flucht mit schwerer Körperverletzung 2. Grades, Beweisvernichtung und rücksichtslosem Fahren vor Gericht stehen. Auf den Straßen von Phoenix, Arizona, gelang es der Polizei dank technologischer Hilfsmittel, den Verdächtigen zu stoppen, ohne Zivilisten zu gefährden. Der Verdächtige hatte jedoch nicht die Absicht, sich einfach zu ergeben. Der Polizei gelang es, das Fahrzeug mit einem Grapplersystem zu sichern. Der Fahrer versuchte jedoch weiterhin zu fliehen. Er manövrierte vor und zurück, um das Seil zu zerreißen. Dabei beschädigte er die Polizeifahrzeuge. Die Polizisten sahen sich gezwungen, ihre Waffen abzufeuern. Mit einem weiteren Polizeifahrzeug, das von vorne herangefahren wurde, wurde das Fahrzeug des Verdächtigen gestoppt. Der Fahrer, der seine Hände zeigte, nachdem er das Schiebedach geöffnet hatte, weigerte sich dennoch, sich zu ergeben und wurde von der K9-Einheit aus dem Fahrzeug geholt und festgenommen. Ein Polizeibeamter, der auf einer Autobahn in Arkansas auf Streife war, bemerkte einen silberfarbenen Dodge Charger, der mit hoher Geschwindigkeit fuhr und verdächtige Manöver machte. Die ruhige Nachtstreife wurde plötzlich turbulent. Der Polizeibeamte nahm die Verfolgung des Chargers auf und schaltete die Sirenen ein. Anstatt langsamer zu werden, beschleunigte der Charger mitten im dichten Verkehr noch weiter.
Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. These are about 80. Clear both ways. You going back? Northbound. Der Fahrer, der auf der Autobahn Geschwindigkeiten von bis zu 193 km pro Stunde erreichte, bog auf die Anschlussstraßen ab. Hier machte der Fahrer häufig regelwidrige Kehrtwenden, woraufhin die Polizei unverzüglich reagierte. Still going. North Miami primary at this point. Nach dem ersten Eingreifen der Polizei geriet der Fahrer ins Schleudern, gewann jedoch sofort die Kontrolle zurück und entfernte sich mit quietschenden Reifen vom Tatort. Der andere Polizeibeamte, den Sie gerade sehen, nahm die Verfolgung auf. He just logged the bumper. Watch out, he's out of it. Colonel Glenn Plaza Road, speed 80 miles an hour. 80 miles per hour. Left on Colonel Glenn Plaza. Going up behind the major dealership. Left on Colonel. Coming back up to Colonel Glenn. Speed still about 50. No traffic. Coming back to Colonel Glenn, speed 50, no traffic. Left on Colonel Glenn Plaza. Still over here behind the Kia dealership. Left on Colonel Glenn Plaza. Out on David O'Dodge. David O'Dodge. In the big red parking lot gas station. Big red parking lot gas station. 4 Polizeifahrzeuge waren dem Verdächtigen auf den Fersen. Der Fahrer glaubte, er könne die Polizei durch häufige Wendemanöver abschütteln. Zu diesem Zweck fuhr er sogar durch eine Tankstelle hindurch. We're going up Colonel Glenn eastbound. Traffic flight, speed about 60, 70 mile an hour. Still eastbound down Carter Lane, going under 430 now. 67 miles per hour going down Colonel Glenn. Still going to be east on Carter Glen, coming up to Nash here in just a moment. East on Colonel Glenn, coming up Dash. Left on Shackelford, just hit him in the back. Stand by. We got him right here at Shackelford again. Stand by. Making a left on Shackelford, just hit him in the back. Stand by. We got him right here at Shackelford again. Stand by. We got him right here at Shackelford again. Stand by. Hit him again. Stand by. We got him right here at Shackelford again. Stand by.
Show me your fucking hands! Show me your hands! Show me your fucking hands now! Don't you put your hands down, you 4 Polizeifahrzeuge unternahmen zahlreiche Manöver, um das verdächtige Fahrzeug in die Enge zu treiben. Der Fahrer musste schließlich anhalten, nachdem er gegen die Seile geprallt war, mit denen der Strommast am Boden befestigt war. Möglicherweise hatte er diese Seile im Dunkeln nicht gesehen und war dagegen gefahren. Andernfalls hätte er wahrscheinlich weiter versucht zu fliehen. Der Fahrer und der Beifahrer des in die Enge getriebenen Fahrzeugs mussten den strengen Anweisungen der bewaffneten Polizisten Folge leisten, streckten ihre Hände aus dem Fenster und ergaben sich. Interessanterweise klagte der Verdächtige, der mit 193 Kilometer pro Stunde dem Tod getrotzt hatte, unmittelbar nach dem Anlegen der Handschellen über Atemnot und bat die Polizisten um sein Asthma-Medikament. Anschließend wurden die Verdächtigen in Gewahrsam genommen. In Harris County bemerkte der auf Streife befindliche Polizeibeamte Martinez, dass sein schwarz-orangefarbenes Motorrad nacheinander 2 Stoppschilder ignorierte. Um den Fahrer, der zweimal gegen die Verkehrsregeln verstoßen hatte, anzuhalten, schaltete der Polizeibeamte die Sirene ein und leitete damit eine Verfolgungsjagd ein. Der Fahrer, der mit seinem Motorrad der Marke KTM 85 auf die Autobahn fuhr, erhöhte dort seine Geschwindigkeit erheblich. Mit einer Geschwindigkeit von 183 Kilometer pro Stunde schlängelte sich der Fahrer zwischen den Fahrzeugen hindurch und setzte seine Flucht fort. Unser Kanal veröffentlicht Videos in deutscher Sprache. Aufgrund der Struktur des Kanals ist der Einsatz von KI-Synchronisation erforderlich und wir verwenden das beste Synchronisationswerkzeug. Die englische Vertonung wird automatisch von YouTube erstellt. Wir entschuldigen uns für fehlerhafte Stellen.
Die Verfolgungsjagd dauerte 24 Meilen. Aus den Polizeiberichten geht hervor, dass ein Polizeihubschrauber die Verfolgung unterstützte. Die Tatsache, dass der Fahrer ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen bei hoher Geschwindigkeit gefährliche Manöver ausführte, zeigte, mit welch schwierigem Verdächtigen die Polizisten es zu tun hatten. Bitte teilen Sie uns in den Kommentaren mit, von wo aus Sie uns verfolgen. Ist es sinnvoll, dass die Polizei wegen eines einfachen Verstoßes gegen ein Stoppschild so viel Aufwand betreibt und sogar einen Polizeihubschrauber einsetzt? Geht es darum, einen einfachen Verstoß zu verhindern oder darum, die unerschütterliche Macht der Polizei zu demonstrieren? Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass solche Verfolgungsjagden in europäischen Ländern nicht so häufig vorkommen?
Als sie die Manor Street erreichten, rammte Beamter Martinez das Hinterrad des Motorrads mit geringer Geschwindigkeit auf strategische und makellose Weise, woraufhin der Fahrer zu Boden stürzte. Nach den gefährlichen Manövern bei hoher Geschwindigkeit war dies ein äußerst sicherer Sturz. Der Verdächtige, der das Gleichgewicht verlor, sein Motorrad auf die Seite legte und versuchte, zu Fuß zu fliehen, gab kurz darauf auf und ergab sich. Bei seiner Festnahme kam die Wahrheit ans Licht. Er war lediglich ein minderjähriger Junge, der keinen Führerschein besaß und aus Angst vor der Polizei in Panik geraten war, als er versuchte, nach Hause zu gelangen. Da seine Familie außerhalb der Stadt war, wurde der junge Fahrer der Mutter seiner Freundin übergeben. Ihm steht nun ein schwieriger Prozess bevor, in dem er sich wegen grober Fahrlässigkeit bei der Flucht verantworten muss. Ein Fall, der eine sehr solide juristische Vertretung und eine starke Verteidigung erfordert. Ein Verdächtiger, der illegal ins Land eingereist war, tat so, als würde er der Aufforderung der Polizei zum Anhalten nachkommen. Anschließend beschleunigte er auf bis zu 207 Kilometer pro Stunde und stellte damit eine erhebliche Gefahr dar. Diesmal war überhöhte Geschwindigkeit nicht der Auslöser des Vorfalls. Der Polizeibeamte wollte einen Ford SUV mit texanischem Kennzeichen anhalten, der trotz einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 Kilometer pro Stunde auf der linken Spur verdächtig langsam mit 109 Kilometer pro Stunde fuhr. Der Vorfall endete ganz anders als erwartet. Der Fahrer tat so, als würde er auf der rechten Spur anhalten. Als er sicher war, dass der Polizist vollständig angehalten hatte, trat er aufs Gaspedal und schoss wie eine Rakete davon. 1331 Hope, show me 1037. Direct 1331, direct 1331, now 63, so G3. Speed's 80, traffic's light. Passing the 42. He's fine. Speed 125. Traffic's light. Hope you know about this case. May patch them together. Code 1335, 1336, but no club. Passing them 44, speeds 122. Traffic still light. In einem Bereich, in dem sich keine anderen Fahrzeuge befanden, führte der Polizeibeamte PIT seinen Manöver durch, woraufhin das Fahrzeug von der Straße abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und wurde schwer beschädigt. Der Vorfall endete mit einer schweren Körperverletzung des Verdächtigen, die dessen Transport per Rettungshubschrauber nach Little Rock zur Notoperation erforderlich machte. Gegen Garcia, gegen den ein Haftbefehl wegen flüchtigen Fahrens mit grober Fahrlässigkeit erlassen wurde und der an die Einwanderungsbehörde überstellt werden soll, wird nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus eine enorme Versicherungslast sowie ein schwieriger Rechtsstreit auf ihn zukommen, der eine starke juristische Vertretung erfordert. Get down! Get down!
Get down! Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen.